Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute nehmen wir uns eine Organisation vor, die oft in den Nachrichten auftaucht und eine große Rolle in der Weltpolitik spielt, die G7. Doch was ist die G7 eigentlich? Warum gibt es sie und was macht sie genau? Lasst uns das gemeinsam herausfinden. Was bedeutet G7? Die Abkürzung G7 steht für die Gruppe der Sieben. Diese Gruppe setzt sich aus 7 wirtschaftlich starken Demokratien zusammen. Erstens USA, zweitens Kanada, drittens Deutschland, viertens Frankreich, fünftens Großbritannien, sechstens Italien, siebtens Japan. Diese Länder sind nicht nur wirtschaftlich stark, sondern spielen auch politisch und kulturell eine große Rolle auf der Weltbühne. Die Geschichte der G7. Die G7 gibt es schon seit den 1970er Jahren. Sie entstand in einer Zeit, in der es wirtschaftlich sehr unruhig zuging, mit hohen Ölpreisen und Finanzkrisen. Ursprünglich waren es nur 6 Länder. Die Gruppe hieß also damals G6. Kanada kam 1976 dazu und so wurden die G7 geboren. Warum gibt es die G7? Die G7-Länder kamen zusammen, weil sie gemeinsame wirtschaftliche und politische Interessen haben. Sie wollen gemeinsam wichtige Fragen angehen, wie zum Beispiel Weltwirtschaft. Wie können sie wirtschaftliches Wachstum fördern und Finanzkrisen abwenden? Klimawandel. Wie kann globale Erwärmung verlangsamt werden? Globale Sicherheit. Wie können sie zur Sicherheit und Stabilität der Welt beitragen? Krisenbewältigung. Ob Pandemie, Umweltkatastrophen oder Wirtschaftskrisen. Die G7 spricht über die besten Strategien zur Krisenbewältigung. Was macht die G7 konkret? Die G7-Staaten treffen sich einmal im Jahr zu einem sogenannten Gipfel. Dabei kommen die Staats- und Regierungschefs zusammen und diskutieren über aktuelle Themen. Meistens gibt es ein gemeinsames Abschlussdokument, in dem sie ihre Ergebnisse und Pläne festhalten. Oft sind diese Pläne Empfehlungen oder Absichtserklärungen, aber sie haben trotzdem großen Einfluss, da sie von den mächtigsten Staaten der Welt kommen. Was ist der Unterschied zur G20? Vielleicht habt ihr auch schon mal von der G20 gehört. Die G20 ist sozusagen eine größere Version der G7 und umfasst auch Schwellen- und Entwicklungsländer, wie zum Beispiel China, Indien und Brasilien. Die G20 deckt ein breiteres Spektrum an Themen ab, weil sie eine vielfältigere Mitgliedsstruktur hat. Die G7 hingegen konzentriert sich eher auf die Interessen der wirtschaftlich stärksten Demokratien. Kritik an der G7. Nicht jeder ist ein Fan der G7. Kritiker sagen, dass die Gruppe veraltet ist, weil sie viele Länder und Perspektiven außen vor lässt. Besonders Länder aus dem globalen Süden. Sie meinen, dass wichtige Entscheidungen oft einseitig getroffen werden, ohne die Bedürfnisse anderer Länder ausreichend zu berücksichtigen. So, das war unser kleiner Überblick zur G7. Zusammengefasst, die G7 ist eine Gruppe der wirtschaftlich stärksten Demokratien, die gemeinsam versuchen, die Weltwirtschaft und Sicherheitspolitik zu beeinflussen. Sie spielt eine große Rolle, ist aber auch umstritten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal für mehr solcher Inhalte und lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von der G7 haltet. Bis zum nächsten Mal.